Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Trotz Chance, die SPD hielt Hitler nicht auf. Nicht auf. Ihr wisst, es ist eines meiner Lieblingsthemen, dass die Genossen, die heute so das Pulver gegen rechts darstellen, sie zu entlarven, wie heuchlerisch sie in der Zeit von 1925 bis 1933, 34 agiert haben. Und dazu gehört auch, dass sie Hitler nicht verhindert haben, weil ohne die SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Das ist auch der Titel meines hochexplosiven Buches in der 3. Auflage erschienen. Die Leute regen sich auf, die anderen lieben es, weil ich Archivmaterialien der SPD selber habe und andere Dokumente, die nicht widerlegbar sind und belege, dass ohne SPD Hitler nicht an die Macht gekommen wäre. Alle Belege in diesem Buch. Ihr könnt sie nicht widerlegen. Also, Bollwerk gegen rechts. Ich sage, ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Und nun zum Thema. Der autoritäre Vordiktator, der Chef des Ministeramtes der Reichswehr, General Kurt von Schleicher, ein diktatorisch denkender Mann, der von Hindenburg eingesetzt wurde, um Hitler zu verhindern, wurde von der SPD geschützt. Denn die sozialdemokratische Fraktion lehnte am 6. Dezember 1932 den kommunistischen Misstrauensantrag gegen die Regierung Schleichers ab. Damit war der Reichskanzler Schleicher gerettet, der diktatorische. Aber nicht nur das. Am 6. Januar 1933 hatte der ehemalige preußische Ministerpräsident und Sozialdemokrat Otto Braun eine Unterredung mit Schleicher. Braun ließ dabei die Katze aus dem Sack und machte den Vorschlag einer loyalen Zusammenarbeit und ließ durchblicken, und jetzt ist das Entscheidende, seine Partei, die SPD, würde auch eine zeitlich begrenzte Militärdiktatur tolerieren. Diese Dokumente existieren, diese Dokumente sind nicht wegzudiskutieren. Also die SPD wollte eine zeitlich begrenzte Militärdiktatur tolerieren. Das Angebot des SPD-Manns Braun an Schleicher: Auflösung des Reichstags, Auflösung des Landtags in Preußen, verfassungsbrüchige Herausschiebung der Wahlen bis weit in das Frühjahr 1933, obwohl diese innerhalb von 60 Tagen hätten stattfinden müssen, zwischenzeitliches Regieren mit Verordnungen, also sogenannten Notverordnungen diktatorischen, einheitlicher Kampf gegen die Nationalsozialisten. Das waren die Vorschläge von Braun, also die Aushebelung der Demokratie. Schleicher unterbreitete Mitte Dezember 1932 eine neue Demarche bei den Sozialdemokraten und hatte hingegen folgendes Konzept: Das Parlament sollte vorübergehend ohne Neuwahlen existieren. Vereinigung von Reichsbanner und Stahlhelm, Wehrverbund der Deutsch-Nationalen Volkspartei, in einen einheitlichen Reichskriegerbund. Auflösung aller anderen Organisationen dieser Art. Zusammenfassung der Gewerkschaften zu einer Einheitsgewerkschaft. Verbot der NSDAP. Aufnahme von 2 Sozialisten in die Regierung. Das war also das Angebot des diktatorisch herrschenden Schleichers, General von Schleicher. So hätte Hitler tatsächlich verhindert werden können, da auch die Reichswehr hinter Schleicher stand. Das ist ein wichtiger Punkt. Mit Schleichers Vorschlägen hätte Hitler tatsächlich verhindert werden können. Aber was machte die SPD? Die Sozialdemokraten lehnten das Angebot des Reichskanzlers überraschend ab und zeigten plötzlich keinerlei Bereitschaft mehr, sich mit ihm zu arrangieren, und das trotz der vorherigen Avancen durch Otto Braun und den Gewerkschaftsbund, wichtige Protagonisten in der Sozialdemokratie. Sie selber hatten angeregt, eine Militärdiktatur zeitlich begrenzt zu tolerieren, und als Schleicher Klartext sprach,
und somit auch Hitler hätte verhindert werden können, sagen die SPDler plötzlich, nein, das ist das Januskopfgesicht des Bollwerks gegen rechts, Hitler nicht zu verhindern. Der Historiker Heinz Höhne schrieb, Zitat, Hitler aufhalten, das Thema gab es für die SPD-Führung nicht. So zerschlug sie blindlings die letzte politische Kombination, die Hitler hätte stoppen können. Damit war Schleicher die Basis entzogen. Er musste die Hoffnung aufgeben, im Reichstag eine Mehrheit zu finden. Zitat Ende. Die SPD unternahm also keine ernsthaften Schritte, um Hitler zu verhindern, obwohl sie die Chance dazu gehabt hätte. Die sozialdemokratische Politik der strikten Weigerung, mit der KPD eine Einheitsfront zu bilden, hätte die Machtübergabe an die Nationalsozialisten zudem entscheidend gestört, weil die KPD mit der SPD zusammen über viele, viele Millionen Wähler und Unterstützer verfügten. Die SPD weigerte sich aber, mit der KPD zusammenzuarbeiten. All das und vieles mehr, Preußenschlag und so weiter, ich habe darüber schon Videos gemacht, all das und vieles mehr hat Hitler ermöglicht, und zwar durch die SPD. Entweder durch die Weigerung der SPD, durch das Tolerieren der SPD, also Bollwerk gegen rechts. Ohne euch wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Ich beweise das nicht nur in meinem Buch, ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen, das ich euch gezeigt habe, sondern auch in Band 2, 900 Seiten, 2500 Quellen. Das ganze Buch ist über die Machtübergabe an Hitler. Es sind hier Argumente und Dokumente zitiert, die ihr so noch nie gelesen habt. Und auch durch dieses Buch wird eindeutig erkennbar, wie Hitler die Macht übergeben wurde. Es war keine Machtübernahme, wie man die historische Nestbeschmutzer Schwurbler wieder sagen, sondern es war keine Machtübernahme, es war eine Machtübergabe. Das ist ein großer Unterschied. Und so wird Geschichte wiederum manipuliert. Und das ist meine Aufgabe, das aufzudecken. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den Nationalsozialismus verteidigen will. Nein, es hat was damit zu tun, um aufzudecken, die Heuchler, die damals an der Macht waren, und wie man das heute umdreht. Wie man das heute umdreht und ins Gegenteil verkehrt, damit diese Heuchler, die früher Hitler möglich gemacht haben, die ganzen anderen Parteien und so weiter, dass die dass die unschuldig sind, obwohl sie eigentlich mit Schuld waren. So wird Geschichte manipuliert und ich decke das einfach auf. Und wenn ihr das nicht ertragen könnt und meine Quellen nicht widerlegen könnt, dann schaut mich nicht an. Schaut meine Videos nicht an, lest meine Bücher nicht, ist mir egal. Auf euch kann ich dann auch verzichten. Ich beschreibe die Wahrheit mit Dokumenten, die nicht wegzudiskutieren sind. Genauso wie in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Und zwar Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Alle Massaker an unserem deutschen Volk in 100 Jahren werden hier erwähnt mit der Opferzahl. Das sind viele, viele Millionen Deutsche, die von den alliierten Massenmördern grausam umgebracht worden sind. Dieses Buch ist wie ein Stein, 900 Seiten, über 2000 Quellen verifiziert, wie ein Stein mit vielen Bildern, grausamen Bildern. Es ist ein Mahnmal, so habe ich es konzipiert, ein Mahnmal für unsere deutschen Toten, die heute verleugnet werden als Opfer zweiter Klasse, indem man sagt, naja, was man sät, das erntet man und bla 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 bla. Ja, meine Familie, meine Großnichten, die 6 Jahre alt waren, was haben sie gesät? Meine Großmutter, die auf der Flucht war mit 3 Kindern, was hat sie gesät? Das ist alles nur Irrsinn. Hier zeige ich euch, wie man die Deutsche gefoltert, vergewaltigt, umgebracht, zerstückelt, verbrannt und so weiter hat. Das erste Buch, das 100 Jahre zusammenfasst. Wenn ihr teilhaben wollt an der Gedenkkultur, besorgt euch dieses Buch.
Abonniert mich auch auf Telegram und besorgt euch auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Alle Links sind unten natürlich wieder angegeben. Und ihr seht, ich bin engagiert, weil diese Geschichtslügen, das macht mich sowas von wütend, wie man unsere Geschichte manipuliert. Das ist unglaublich. Und mit Strafgesetzen verwehrt, damit man nicht die Wahrheit sagen darf und so weiter und so fort. Das ist unglaublich. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.